Hey, willkommen zurück auf meinen Kanal, Freunde. Frag & Stock wieder hier. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock auf das Video und für alle Neuen, die das erste Mal hier auf meinem Kanal sind, drückt die Glocke und abonniert mich. Das würde mich natürlich freuen, weil wenn ihr wirklich Lust auf Düfte habt, wenn ihr Freaks seid, wenn ihr viele Düfte kauft und so weiter, dann seid ihr genau richtig hier auf meinem Kanal und ja, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ja, heute geht es um die Amen-Reihe von Thierry Mugler oder nur noch Mugler auch genannt. Ja, und zwar Amen und seine Flanker, Brüder oder Schwestern, wie auch immer. Um diesen Duft geht es, das ist das Original. Im Endeffekt gab es ja erst Angel für die Dame, ganz klar. Für mich ein Duft, ich liebe diesen Duft immer noch und ich fand ihn von Anfang an nice, dass mir da Zuckerwatte und so weiter. Dann kamen die Männer ran. So, und ich finde beim Original ist ja auch eine leichte DNA von den Damenduft vorhanden, finde ich. Das Problem, guter Sprüher soweit, aber das Problem ist hier zum Sprühen schwierig. Bei diesen Whopper geht es noch, bei dieser Whopper Edition, aber es gibt ja auch noch dieses Metallmonster hier und ja, da ist der Sprüher nicht gerade schön, alles ein bisschen, man kann das aufmachen und so weiter, nachfüllen, aber ja, muss man nicht unbedingt haben, das stelle ich mal dahin, ist ja egal, ist das Original, weil die beiden sind dieselben. Ja, zum Duft. Erstmal ist alles auf Patchouli aufgebaut. Bei Thierry Mugler ist schon so vieles auf Patchouli aufgebaut, er liebt das anscheinend. Hier ist Honig, Lavendel, Vanille und so weiter noch drin. Hauptsächlich ein schöner, süßer, würziger Duft für mich, der definitiv zur Winterzeit sehr beliebt ist, hält seine 10 bis 11 Stunden mit sehr guter Ausstrahlung. Er wurde reformuliert, ja, aber hier, ich glaube, der ist ein Tick stärker als hier, aber so einen großen Unterschied gibt es da nicht. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Version ist, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Kann sein, dass das natürlich nicht mehr so schön ist. Viele sagen, er riecht so ein bisschen nach Tankstelle. Also ich bin immer der Meinung, das verwechseln viele mit Fahrenheit. Fahrenheit ist dieses typische oder dieser typische Tankstellenduft, was viele sagen, stimmt auch. Das habe ich hier wirklich nicht. Eher so eine Art Leder, ja vielleicht Öl, doch schon, ja vielleicht minimal, sag ich mal, aber richtig Tankstellen nicht wirklich. Aber es ist ein richtig schöner, würziger, leicht süßer Männerduft. Der gefällt mir richtig gut und kommt immer noch gut an. Ist wirklich sehr beliebt. Also Thierry Mugler macht wirklich nice Düfte. Ich will jetzt nicht so extrem auf die Inhaltsstoffe eingehen. Ich habe ja gesagt, der beinhaltet vieles. Wie gesagt, wie Lavendel, Patchouli, Karamell, Honig und so weiter. Sehr genial. Und ja, aber es ist ja wichtig, welche Flanker zum Beispiel, die ja dann gekommen sind und hat einige, welche sind wirklich gut, welche sind nicht so gut, welche braucht man. Schwierig ist es, weil viele, glaube ich, schon eingestellt worden sind. Ich werde natürlich unten, so gut wie es geht, die Düfte verlinken, aber das wird schwer. Ihr müsst natürlich suchen, wenn ich sie nicht finde und so weiter oder überhaupt sucht sie. Und wenn ihr Fan von dieser Reihe seid, ich bin ein sehr großer Fan von Thierry Muglers Düften und auch dieser Reihe. Und ja, dann nehmen wir mal den nächsten. So, das ist das Original gewesen. Dann nehmen wir mal den B-Man. So, B-Man ist auch hier wieder so ein Metallmonster. Ich habe B-Man jetzt, oder nehme ich als erstes, weil der für mich irgendwie uninteressant ist. So, da kommt es. Kaum vorstellbar bei mir, aber das ist wirklich, sag ich mal, der schlechteste Flanker aus dieser ganzen Reihe, gleich vorweg. So, das Sprüherding ist einfach nicht so gut aus diesen Dingern. Und ja, er ist schon in der Luft nicht so gut. Ich habe das nur, oder ich habe den nur gekauft, weil er da irgendwie zugehört, auch wenn das der B-Man ist, nicht die Amen-Reihe. Und ja, das ist so ein leicht süßlicher Rhabarberduft, aber das ist so synthetisch, nicht wirklich geil auf einer Hinsicht. Und auf der Haut ist es noch schrecklicher als eigentlich, ja, in der Luft geht er noch, aber ne, den will ich auch gleich mal weg, so nebenbei, braucht man nicht, deswegen auch B-Man, den hätte man sich sparen können, der kommt in einer ganz großen Glasschatulle, eher gesagt Plastik, aber es sieht ganz nice aus, wenn er da drin steht, aber braucht man nicht wirklich. So, B-Man, das könnt ihr eigentlich abhaken. So, nehmen wir mal den hier. Ja, Ultracess. Das ist ja einer der beliebtesten und den suchen ja sehr viele. Ich habe ja noch einiges drin. Ja, das ist im Endeffekt auch ein schöner Duft. Da sind die Sprüher besser, weil man kann ein bisschen
besser drücken als auf dem Metall, aber ist auch nicht perfekt, aber oh, herrlich, ja. Diese Orange und auch Patchouli wieder, ne? Und das Übliche, es ist sehr viel Ähnlichkeiten oder sehr viel Inhaltsstoffe, plus ein paar Sachen weggelassen, so wie Honig etc. Und aber sonst ist in allen Sachen Patchouli auf jeden Fall und ein bisschen was hinzugefügt worden oder weggenommen worden. Hier haben wir die Orangennote. Viele sagen oder man sagt ein Orangeneis. Also wenn so Orangeneis schmecken würde, würde ich es nicht essen. Nicht um den Duft schlecht zu machen. Nein, das ist ein geiler Duft. Vor allen Dingen im Sommer und im Frühling. Aber Orange so, ne. Also dann lieber so ein Split-Eis. Ihr kennt das schon mit Vanille drin. Und meinetwegen auch ohne Vanille drin. Aber das ist Orange. Das ist so eine leicht bittere Orange, die ein bisschen leicht synthetisch ist, ja, aber der ist nice. Und das ist zum Beispiel einer der besten Flanker mit jetzt schon, und deswegen habe ich ihn jetzt gleich schon genommen. Vor allen Dingen im Sommer ist er perfekt. Ultra Cess kommt sehr nice. Aber, weil wir gerade von Sommer reden, nehmen wir den weißen mal. Ja, sieht ja sehr nice aus mit den blauen Sternen. Und das müsste, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Pure Shot, Pure Energy sein. Der hat ja zwei Namen, ist aber derselbe Duft. Ja, und das ist für mich einer der besseren oder der besten Sommerdüfte überhaupt. Oder hat fürs ganze Jahr eigentlich geeignet. Schöne, frische Patchouli, muss ich nicht erwähnen. Und dann dazu Holz. Die Holzigkeit und die Frische ist genial. Und im Endeffekt, also die beiden, wer die im Sommer hat und im Frühling, das reicht eigentlich vollkommen schon. Ehrlich, Leute, es reicht. So genial. Also dieser Duft und auch der. Aber mir gefällt persönlich dieser fast besser. Was heißt fast? Er gefällt mir besser. Durch diese Holzigkeit und diese Frische und so ein bisschen, ja, so eine Meerfrische auch. Und als wenn man sich so bei, ja, nicht ganz so heißem Wetter, 25 Grad, ans Meer legt und die frische Brise um seine Nase fliegen lässt, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr nice. Also sehr cool. Pure Shot, Pure Energy. So, jetzt nehmen wir mal den hier, den Bruder hier. Das ist der Crypto Mint. Ja, und das sagt ja schon alles. Das ist After Eight zum Sprühen. Ja. Ja, sehr frische Minze, schokoladig. Patchouli, ne, Schokolade, das ist auch immer so ein Ding bei Terry Mugler, sehr geil. Sehr lecker. Also muss man sagen, wer einen schönen Mint-Duft sucht. Ich bin kein Fan von Mint bzw. Minze. Der gefällt mir aber am besten, weil die Schokolade da drin ist und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt direkt Schokolade drin ist, aber die Patchouli und alles, dieses ganze Zusammenspiel, die DNA von Amen und dann die Minze ist genial. Das ist wirklich After Eight im Flakon. Also richtig nice. Übrigens die Hyperkite, bevor ich das vergesse, die Beamen vergessen wir. Das sind alles so 8, 9 Stunden, ne, alle. Da muss man eigentlich überhaupt keine Gedanken sich machen. Auch gute Ausstrahlung wird wahrgenommen bei jedem Terry Mugler Duft hier, wirklich. So, Crypto Mint, den bekommt ihr auch, glaube ich, noch. Sehr geil. Und wie gesagt, man kann ihn auch fallen lassen. So, nur mal nebenbei. Es passiert nichts, weil der Wappa-Flakon, ja, sehr nice. Crypto Mint kann ich nur empfehlen. So, dann kommen wir zu Pure Leather. So, das sagt ja alles, das sieht man auch. Das ist der sogenannte Lederduft. Da hat man eigentlich das Original mit Leder. Mehr muss man da eigentlich auch nicht zu sagen. Ich sprühe hier mal die ganze, es wird hier alles riechen nachher nach Terry Mugler. Ja, oh, leicht verbrannt würde ich schon leicht sagen. Und dann das Leder, süßlich, sehr geil, wenn man das mag. Schwer zu bekommen, alles, wie gesagt, es schwenkt ja immer, mal sind sie da, mal nicht. Manche sind wirklich weg. Und der war früher schon schwer zu bekommen. Also der Pure Leather ist schon sehr schwierig. Wird wahrscheinlich auch nicht jeder mögen. Ich glaube, da würden viele diesen hier vorziehen. Aber wer so ein dunkles, starkes Leder haben will, der holt sich Pure Leather. Mehr muss man da auch nicht zu sagen. So, dann haben wir Pure Kaffee, wie auch immer. War auch nicht leicht zu bekommen oder ist jetzt nicht leicht zu bekommen. Auch hier wieder, ich muss immer wieder das Original holen plus Kaffee. So, es wird nicht viel geändert.
aber man merkt den Unterschied. So, und das ist geil. In der Luft nicht wirklich, aber wenn ihr ihn auf der Haut habt, dann merkt ihr schon den Kaffee. Und Kaffee ist ja so ein Ding. Ich habe ja schon mal gesagt, ich suche immer noch, na eigentlich nicht. Ich habe ja den Golden Dahlia, das ist für mich ein sehr, sehr schöner Kaffeeduft. Ich mache das nur nicht, wenn Kaffeedüfte so ins Cappuccino mehr oder Milchkaffee umschwenken, weil das ist für mich kein Kaffeeduft. Der Golden Dahlia von Searcher ist natürlich ein schöner, richtig schöner Kaffeeduft. Aber der auch so ein bisschen, der hat so beides, sagen wir mal. Ne? Wir wollen das nicht ganz übertreiben, aber der hat so Kaffee plus Milchkaffee, passt einfach. Sehr, sehr nice. Auch hier wieder gute Haltbarkeit. Schöner Flakon. Und ja, pur Kaffee. So, dann haben wir den, und da muss ich nachgucken, das ist der Ultimate. Ja, der Amen Ultimate, das ist im Endeffekt der letzte Flanker von der Reihe gewesen. Ich weiß nicht, ob er aufhört. Das ist ein süßlicher, ich kann ihn nicht einordnen, wirklich süßlicher, frischer Duft, der nicht schlecht ist. Er erinnert mich an einen Duft, komme ich jetzt leider nicht drauf. Ja, also wenn man die Reihe so wie ich hat, die komplette Reihe, dann ist der schon angebracht. Ich benutze ihn auch, in der Luft ist er nicht so schön, auf der Haut ist er besser, vor allem wenn man draußen ist, kommt er nicht schlecht. Aber für einen Terry Mugler Duft, ja, ziemlich entspannt, ziemlich normal, ziemlich, ja, normal ist das richtige Wort. Nicht so Besonderes wie die anderen bis jetzt, aber den bekommt man auch, glaube ich, noch Ultimate, ja, aber da muss man nicht viel zu sagen. So, dann haben wir Pure Wood. So, und da muss man auf jeden Fall, oder dem muss man auf jeden Fall sehr betonen, weil das ein wirklich genialer, holziger Duft ist. Ja, dieses richtig helle, schöne Holz, bisschen wie Vetiver, Patchouli, erdig ein bisschen, nicht so extrem erdig, lecker. Und dann die Süße leicht, richtig leckerer Duft. Also Pure Wood ist richtig genial. Einer meiner Lieblinge aus dieser Reihe. Also Pure Wood ist wirklich gut. Mehr muss man auch nicht sagen. Das ist im Endeffekt, wie gesagt, auch hier Patchouli. Ihr habt immer die DNA und dann ist das ein bisschen verändert. Bei manchen ein bisschen mehr. Wie gesagt, bei den Leder, ehrlich gesagt, ist nur das Leder dazugekommen. Hier habt ihr aber wirklich dieses leichte Vetiver, erdig und das süßliche, helle Holz, so wie das hier im Endeffekt aussieht, so ein Baumholz, richtig lecker, richtig genial. So, dann haben wir nicht mehr viel, dann nehmen wir mal diesen hier und das ist Pure Malt. Ja, da verwechsel ich ab und zu mal, deswegen muss ich mal nachgucken. Pure Malt ist ja einer der Lieblinge von vielen. So, Malz, Torf ist da drin. Whisky, ja, und das ist natürlich auch nice. Ich will das nicht immer. Ja, es ist jetzt nicht mein Lieblingsduft, aber er ist wirklich gut. Da kann man nichts sagen. Der macht schon Bock und dieses torfige, malzige vor allen Dingen und dann diesen Whisky im Hintergrund merkt man die DNA von Amen. Das ist schon genial und auch hier eine sehr gute Haltbarkeit. Das geht schon ein bisschen höher, so ein bisschen 10, 11 Stunden. Wirklich genial und der macht schon wirklich Spaß. Pure Malt, den kennt man, den liebt man und ja, den hasst man entweder, wenn man das alles nicht so macht, dieses malzige, torfige. Torfig, lasst euch nicht abschrecken von den Torfigen, so schlimm, also stellt euch das nicht vor wie, ne, torfig und so, das meine ich nicht, es passt aber, so ein bisschen erdig auch, richtig genial. So, dann nehmen wir ihn hier mal, die Currywurst. Ja, jetzt überlegt ihr bestimmt, wer den jetzt nicht kennt. Es ist wirklich die Currywurst. So, und das müsste der La Goût de Parfum sein, keine Ahnung, das steht hier nicht drauf, das macht, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das jetzt der französische Titel, La Goût du Parfum, glaube ich, de Parfum, wie auch immer, Französisch nicht meine Sprache, jedenfalls nicht als Aussprache. Auf jeden Fall ist es wirklich die Currywurst. Das hört sich pervers an, aber auf der Haut hat das wirklich was. Es hat wirklich was. Ja, ihr habt diese scharfe Chili, Curry und dann die Currysoße und dann die Wurst irgendwie. Es ist genial. Den sollte man, der ist, glaube ich, der teuerste, wenn man ihn finden möchte. Wenn man ihn sucht, ist es der teuerste. Ganz schwer zu finden.
Aber jetzt fragt ihr euch, warum will man nach Currywurst riechen? Ich weiß nicht, wie andere das so wirklich wahrnehmen. Ich habe noch nichts gehört, wo ich denke, ich habe den auch nur einmal, zweimal getragen, weil das ist wirklich so ein Sammlerobjekt im Endeffekt. Und da hat jetzt keiner was gesagt. Vielleicht riecht der schon ein bisschen anders durch die Chili. Und ist genial. Ist absolut genial. Finde ich wirklich. Also, ja, gefällt mir wirklich gut. Muss man eigentlich nicht mehr zu sagen. So, der vorletzte. Pur Havan. Was soll ich dazu sagen? Honig, Tabak, Patchouli und so weiter. Im Endeffekt die günstige Variante von Nexus. Die kann man im Endeffekt ein bisschen vergleichen. Nicht ganz, weil der Nexus einfach noch qualitativ weit höher steht und besser ist. Aber im Endeffekt habt ihr den Honig, den Tabak, Vanille und es ist irgendwie die DNA ist hier natürlich drin von Amen oder beziehungsweise ja Amen klar auch und Thierry Mugler und deswegen ist er schon minimal ein bisschen anders, aber sonst wer nicht so viel Geld ausgeben möchte für den Search-Off, sollte sich den hier holen, den Pur Havan mit sehr, sehr guter Haltbarkeit. Also ja, Pur Havan, der Tabak, Vanilleduft, so weiter und so fort. Kennt man, muss ich nicht so viel zu sagen. So, jetzt kommt mein Lieblingsduft aus der Reihe. Und das ist dieser hier. Ja, Pur Tonka. Ja, die Tonka-Bohne, Patchouli, Cappuccino. Und ihr habt einen Duft, der 15 Stunden hält. Süßlich. Und das ist der beste. Absolut der beste für mich. Pur Tonka. Die Süße, der Cappuccino. Hier gefällt mir das. Und der Hintergrund ist so genial. So genial. Also leider ist der, glaube ich, eingestellt worden. Natürlich, wie auch wieder, die besten sterben jung. So genial, lecker. Oh. Sehr geil. Ja, was soll ich sagen? Das war die Amen-Reihe. Also Leute, versucht sie zu bekommen. Versucht, wenn euch noch ein paar Düfte fehlen, zum Beispiel dieser französische, die Currywurst, versucht ihn zu holen. Er gehört einfach in die Sammlung. Und es ist auch schade, dass die Sammlung überhaupt, dass es die nicht mehr so komplett gibt, weil sie ist eine richtig geile Reihe. Auch der Ultimate, ja, auch wenn er nicht so perfekt ist, aber er gehört einfach da rein. Nehmen wir mal diesen B-Man weg, so. Er gehört dann dazu, wenn man die anderen hat, alles klar, aber es ist ein Duft, den man nicht haben muss und braucht. So Leute, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, das Video, und ja, ich werde sie so gut wie es geht verlinken, die ich bekomme noch, und dann sucht sonst selber, schlagt dann auf jeden Fall zu, weil die Mugler oder Thierry Mugler Amen-Reihe muss in die Sammlung von euch, beziehungsweise auf jeden Fall ein Duft davon. Also Leute, macht's gut, bis dann.